Herzlich willkommen zum doppelten Alpencross. Guten Morgen. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Nizza, ist der 5. Tag. Und heute stehen uns noch Col de Pontis und Col de la Carriole bevor, ehe es dann morgen Richtung Nizza ans Mittelmeer geht. Wir starten heute in Savines-les-Lacs und enden in Gihon. Die ersten Meter ging es an diesem See entlang und dann wollten wir hier links mal kurz anhalten und ein Foto vom Sonnenaufgang machen. Ja, sind da kurz abgebogen, haben uns da hingestellt und dann, kamen die Gefühle über mich. Wir haben uns gerade verlobt. Ganz spontan kamen die Gefühle über mich. Ich habe losgeheult wie ein Schlosshund. Ja. Und sie hat ja gesagt, das Wichtigste. Willst du auch was sagen? Ja, voll schön. Und es kam so überraschend. Also einmal aus dem Nichts. Aber so schön. Happy. An der Stelle möchte ich einmal dazwischen grätschen, weil es jetzt im weiteren Video nicht groß um die Verlobung geht. Damals haben wir halt noch nicht gewusst, ob wir es reinpacken oder nicht. Jetzt ist es aber drin und deswegen möchte ich da einfach ein bisschen was zu sagen, warum es so spontan war, warum früh morgens noch vor 7 kurz nach dem Campingplatz. Und ich habe selbst 1 Minute vorher es nicht gewusst, dass ich einen Hochzeitsantrag oder einen Heiratsantrag machen möchte. Das Ganze stand in dem Kontext, dass wir ja auf der größten, schwierigsten und wichtigsten Reise bisher waren. Und das war alles ziemlich wichtig, aber Anne hatte ab Tag 2 Sitzprobleme im Geschlechtsbereich. Und wenn man sowas hat, dann wird's halt richtig schwer. Und wir dachten halt, es lag an der Hose von Tag 2, dass da was zu sehr gedrückt hat. Und an Tag 3 haben wir dann die Hose wieder gewechselt, eine andere Hose genommen, dann auch mit Vaseline eingecremt. Das hat nicht wirklich was gebracht. Dann noch den Sattel mehr geneigt und um da den Druck wegzunehmen. Und so ging es dann von Tag 2, Tag 3 und 4 so weiter. Und am Abend von Tag 4 frage ich sie, ist Abbruch eigentlich kein Thema? Und sie sagt, nee, wir machen weiter. Und selbst wenn wir jetzt abbrechen, wie kommen wir jetzt hier auch weg, dann muss ich ja trotzdem Fahrrad fahren. Dann haben wir uns noch mal ein bisschen informiert, was man denn da machen kann und hatten dann den Plan für Tag 5 gemacht, dass sie wechselt von Vaseline auf Zinksalbe, die wir dabei hatten. Das wurde beschrieben im Internet als ganz gut. Und dass sie auch mal Ibuprofen nimmt als entzündungshemmend und schmerzlindernd. So war dann unser Plan an Tag 4 abends. Und am nächsten Morgen fahren wir dann zum Sanitärhaus zum Waschhaus. Und da präpariert sie sich dann für den Tag. Es dauert ziemlich lange. Ich denke so, Und dann kommt sie auch raus mit so einem Gesicht, als sei es nicht gerade cool. Und wenn man eben solche Schmerzen hat, dann macht es eigentlich nicht wirklich Spaß. Und dann sage ich, Anne, komm, es ist zwar unser Urlaub und die YouTube-Videos hängen auch dran. Lass uns doch einfach abbrechen. Ne? Komm, wir fahren nach Hause und gut ist, wir können das immer noch mal wiederholen. Und dann sagt sie, nee, möchte sie nicht. Und wir probieren es noch weiter. Und dann fahren wir los und es hat dann auch besser funktioniert mit der Zinksalbe und Ibuprofen. Und dann fahren wir los und an diesem einen Hügel steigen wir ab, machen kurz ein Foto und irgendwie aus dem Nichts denke ich an Heiratsantrag. Und ich habe dann losgeheult wie ein Schlosshund, hing über dem Lenker. Anne steht neben mir, fragt mich, was ist, was hast du? Und sie dachte das Schlimmste, dass ich die Beziehung beenden möchte oder so. Und irgendwann wurde es dann ein bisschen ruhiger bei mir und dann habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Und es kam einfach daraus, dass in dem Moment war die Verbundenheit zu ihr so groß. Sie ist so eine tolle Person. Und sie gibt einfach unwahrscheinlich viel. Und so war das Gefühl in dem Moment. Und dann habe ich es einfach ausgesprochen. Und deswegen so spontan. Und es gab auch keinen Verlobungsring, wird es noch nicht geben. Und so. Weiter mit dem Video.
Und dann sind wir auch schon auf der Nordanfahrt zum Col de Pontis mit 4,3 Kilometern und 356 Höhenmeter. Da unten liegt der Lac de Serre-Ponçon. Wahnsinn, ne? Wir sind oben. Col de Pontis, 1301 Meter. Anne. Hier sehen wir den Anstieg vom Campingplatz bis zur Spitze des Cols. Und auf der anderen Seite ging es direkt wieder runter. Mein Gott, was für eine Abfahrt. Wir sind immer noch so weit oben. Da unten ist der See. Und Es geht noch ganz viel bergab. wir hatten gar nicht das Gefühl, dass wir so viel hochgefahren sind. Ja. Ja, krass mal hören. Wir stärken uns mit Cola-Krachern. Ja. Wir sind wieder auf flacher Straße. Wir sind jetzt am Fuße des Col de la Cayolle. Ab jetzt beginnen 55 Kilometer Aufstieg. Die ersten Rennradfahrer sieht man auch schon hier. Gerade haben uns welche überholt, andere haben vorhin ihr Auto da geparkt und Fahrräder ausgepackt. Ja. Hier sieht man die fast 30 Kilometer lange Anfahrt auf Barcelonet, auf der es auch schon stetig leicht bergauf geht. Der eigentliche Anstieg zum Col de la Cayolle beginnt aber erst ab Barcelonet. Ja, es geht so stetig bergauf, minimal, also gerade finde ich läuft's, gerade ist okay. Ja, Barcelonet liegt noch immer 13 Kilometer vor uns, es dauert noch. Kurz vor Barcelonet, hier links neben uns ist gerade der Flughafen. Ja, in Barcelonet angekommen, jetzt vor dem Bäcker, aber einmal kurz zum Supermarkt, Erfrischungsgetränke kaufen und so ein paar andere Sachen. Ich hätte so gerne einen Trinkjoghurt gehabt, aber den gab es hier nicht. Wir müssen jetzt nach Barcelonet rein. Frühstück. Ja. Wir sind da. Okay, das sieht wirklich gut aus. Wir suchen einen Bäcker mit Kaffee. Das ist hier nämlich nicht ganz so häufig. Hier gab es französisches Baguette mit Butter, Erdbeermarmelade und Kaffee. Wir kriegen uns gerade mal hier in diesem Häuschen ein. Da ist Schatten. Das ist ein Häuschen einfach nur für Briefkästen. Ja, rundrum. Und jetzt weiß ich nicht, ob das zu diesen paar Häusern hier gehört. Ein paar werden auch neu gebaut und das ist schon ein bisschen älter teilweise hier. Deswegen weiß ich nicht, ob es für dieses Wohngebiet ist oder ob es vielleicht für die Leute ist, die da den Col rauf wohnen. Dass sie einfach nur hier das abholen. Ja, das stimmt. das eingelagert wird und man das selbst hier abholen muss. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. So, der Climb hat bei mir begonnen. 26,4 Kilometer noch, 1200 Höhenmeter. Ja, und wir sind wirklich gespannt, wie wir da durchkommen. Anne? Ja, wir sind sehr gespannt, sagt sie. Wir hoffen, es tut nicht zu sehr weh. Ja. Die Sorgen waren unbegründet, denn der Col de la Cayolle sollte sich als richtig gut fahrbar herausstellen.
Vorhin habe ich bei einem Campingplatz für den 8. Tag angerufen. Ich sollte mich dann 10 Minuten später melden, weil er nicht im Büro war. Jetzt habe ich voll verpennt, jetzt ist eine Stunde später schon. Ja, und hier habe ich jetzt kein Netz. Ja, tut mir leid für ihn. Muss ich in ein paar Stunden wieder anrufen. Ja, es ist richtig cool hier und es ist richtig ruhig. Es sind halt LKWs länger als 7 Meter, sind verboten. Straße ist bis zu 2,40 Meter breit. Also ja, passt hier auch nicht viel hin. Ja, ich dachte, bevor wir da jetzt links abgebogen sind, dass Zum Koll, ja, dass die Strecke heute wahrscheinlich so wie gestern die ganze Zeit an der Straße entlang läuft. Einer befahrenen Straße. Mit vielen Autos, viel LKW und mega, jetzt genieße ich das hier voll. Diese Straße, echt super ruhig bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Das Geländer steht hier auch nur pro forma. Die ersten Regentropfen von oben, aber das ist gerade gar nicht schlimm. Eher willkommen, schön. Noch 16,6 Kilometer. 10 haben wir schon. Yeah, yeah, yeah. Da war ja gerade ein Motorradfahrer, ne? Also die sind alle, also hier sind sie alle sehr rücksichtsvoll. Echt top. Also ich muss ja schon sagen, wenn man als Fahrradfahrer dann solche Pässe hochfährt, oftmals ja, rasen die an einem vorbei, lassen dann noch den Motor neben einem aufheulen, dass man erschrickt. Und das machen die bewusst, ja, in diesen Fällen. Ja, aber hier echt super. Hier kommt gerade alles zusammen. Sehr schön und ziemlich ruhig. Beim Frühstück gerade, es war so heiß da unten in dem Ort. Wir haben beide gedacht, merken wir gerade, ach du Scheiße, jetzt da hoch. Aber es ist perfekt so gerade. Hi. Oh, richtig schön erfrischend. So, hier nach wie vielen Kilometern ungefähr? Da vorne war gerade das Schild noch 13,6 bis nach oben. Ah, okay. Eine Erfrischung. Ist immer wieder überraschend. Einfach aus dem Nichts kommt dann irgendwie so ein kleiner Ort. Faszinierend. Ja. Ah, herrlich. Und die ganze Zeit so eine schöne Verdunstungskälte auf der Haut, so leicht. Toll. Jetzt regnet's. Überschuhe an, Regenjacke an. Ja, geschafft. Westfälischer Landregen. Alles ganz normal. Da sind sie, die Mammuts. Auf den nächsten 15 Kilometern. Das Witzige ist auch, jetzt grüßt jeder jeden. In so einer Situation halten sie alle zusammen. Egal ob Wanderer, Radfahrer, Motorradfahrer, Autofahrer. Alle begrüßen sich. Hi. Hi. Ganz wichtig in solchen Situationen. Oh. Vorrat heute wieder auffüllen. Ja,
Und nochmal Akku wechseln. Noch 2,5 Kilometer, 164 Höhenmeter. Wir scheinen so ein bisschen auf das Plateau zu kommen. Gleich ist es geschafft. Was für eine coole Flora und Fauna das hier ist. Kurz vor der Spitze kommt dies hier. Wir haben jetzt hier ein warmes Plätzchen mitten in der Decke und jetzt gibt's Pasta. Und Kaffee gab es auch schon zum Aufwärmen jetzt, ne? Das passt jetzt. Das passt. So, lecker war's. Die letzten Meter bis zur Spitze. Bonjour. Bonjour, bonjour. Gleich haben wir den Anstieg geschafft. Merci, merci. Da begehrt das Objekt, ja? Wir haben es geschafft. Geschafft. 2326 Höhenmeter. Super. Magst du noch ein Foto machen? Hier sehen wir den Anstieg von Barcelonnette zum Col de Lacayol. So, es geht bergab. Ab hier ging es ca. 32 Kilometer und 1450 Höhenmeter runter. Übung. Ja, aber kalt ist mir gar nicht. Also du hast zwar die Downjacke an, ne? Ja, schwitzen jetzt auch nicht, aber mir ist wohlig warm. Ja, okay. Und ich habe keine Downjacke an. Und ich wollig warm, glaube ich. Passt. Ganz interessantes Gestein hier. Fünf Kilometer noch, dann hat diese ewige Abfahrt ein Ende. Unser Zielort, Guillaume. Hier sehen wir die Abfahrt vom Col de Lacayol bis Guillaume. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Ich glaube, das Haus mit der Schrift da oben drauf, das ist es, wenn ich es richtig erkenne. Ja, das ist unser Balkon.
Bonsoir. Guten Abend. So, das war richtig. Das ist die Unterkunft hier gewesen. Wir haben die Fahrräder dann unten in der Garage abstellen können und passend zu unserem Verlobungstag haben wir hier wirklich ein richtig cooles Apartment mit Küche, sogar 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Wohnzimmer. Also richtig top, wunderschön. Ja. Also sehr, sehr empfehlenswert. Der heutige Tag war natürlich geprägt vom Col de la Cayole und ich würde es so beschreiben, dass auf jeden Fall im unteren Drittel ist es sehr imposant, weil man durch diese steilen Felsschluchten fährt. Im mittleren Teil wurde es dann ein bisschen weitläufiger und grüner, das war vielleicht nicht ganz so spektakulär. Und oben dann wieder, die Flora und Fauna hat mir dann auch wieder sehr gut gefallen und das war, also der Col war auf jeden Fall bisher eins der Highlights. Mir fällt ein, zuerst war cool Col de la Croix de Fer und dann darauf die folgende Abfahrt, die war super. Dann gestern Morgen. Col de Lauterey, das war auch extrem Bei diesem schön. Sonnenaufgang, das war richtig Und bezaubernd. jetzt Col de la Cayole. Ja. Vergessen habe ich hier natürlich den Col de Seren, der war wahrscheinlich am allerschönsten und sehr ruhig. Genau, also der war heute wirklich, der passt super auch zu fahren. Ich fand, am Anfang hatte ich so ein bisschen schon die Bedenken, diese Länge und die dauerhafte Steigung, aber richtig cool. Ja. Also wir sind jetzt mittlerweile der Meinung, also wir hatten ja bislang öfter mal 8-9% durchschnittliche Steigung auf einem Anstieg von 15 oder 18 Kilometern, das hatten wir und das ist halt auf Dauer extrem viel. Ne? Du bist dann so langsam und musst so reintreten. Wir haben dann lieber sowas wie heute, 26 Kilometer mit 4-5%. Da ist das Stresslevel nicht so hoch, man hat eine vernünftige Geschwindigkeit. Das sagt uns auf jeden Fall ein bisschen mehr zu. Genau, und für mich gerade auch für die Abfahrten, auch die ist jetzt heute natürlich dann ein bisschen flacher gewesen. Auch das ist für mich vom Fahren her schon sehr viel angenehmer. Ja. Aber Mario fährt ja momentan immer brav hinter mir. Ja, ich habe sogar mittlerweile ein schlechtes Gefühl oder ich fühle mich nicht gut, wenn ich vor dir bin. Ich habe Anne gerne immer im Blickfeld, dann weiß ich, ob sie gut, oder dass es ihr gut geht. Und, ja. Ja, und dann beenden wir das Video auch für heute und morgen landen wir dann, oder kommen wir endlich in Nizza an. Und da hinter uns seht ihr schon auf der ansteigenden Straße hier, da vorne ist auch ein Schild zum Col de Valbert und der ist auch als geöffnet gekennzeichnet. Also, morgen endlich nach Nizza. Nizza. Ciao. Tschüss. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.